Hi meine Lieben, und in diesem Video nehme ich euch einmal mit meiner allerersten Erfahrung und Berührung mit Ayahuasca. Ich zeige euch einmal rum in dem Retreat, wo ich war. Nehme euch einfach generell mit. Es wird am Anfang leicht wie ein Vlog gedreht und gegen Ende nehme ich euch dann wirklich, also wenn ihr das Video wirklich bis zum Ende schaut, dann wisst ihr komplett alles, zumindest was ich da erlebt habe. Also von meinem Toilettengang bis zu meiner Melancholie. Ich habe wirklich bis ins Detail euch erzählt, was ich gedacht, gefühlt und gesehen habe. Und ja, es wird so gegen Ende sein. Da werdet ihr merken, da werde ich eine Weile lang reden, ungefähr 48 Minuten lang. Diesen Part könnt ihr sehr gerne auch in erhöhter Geschwindigkeit euch anschauen, weil das wirklich sehr, sehr lang ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Direkt gegen Anfang habe ich mir auch schon sofort neue Freunde gemacht. Ich liebe Katzen und generell Tiere einfach so sehr, weil sie so unschuldig, rein und pur sind und sie einfach so viel Liebe ausstrahlen. Merkt euch dieses Gesicht und diese Katze. Bei meiner allerersten Erfahrung hatte ich eine sehr besondere Begegnung mit ihr und ja, später werdet ihr erfahren, was genau ich damit meine. Nach der Ankunft am Abend und am nächsten Morgen habe ich mich auch direkt rausgesetzt auf die Terrasse und erstmal eine Runde meditiert. Was Meditation genau bewirkt, wie man am besten damit startet, habe ich auch auf meinem Blog www.jennyxxle.de geteilt. Da könnt ihr gerne euch eine Zusammenfassung durchlesen. Kurz bevor ich schlafen gehe, journal ich dann. Also es ist ähnlich wie Tagebuch schreiben, nur dass ich mich auf bestimmte Themen fokussiere. Ich habe insgesamt 3 Bücher für meine Dankbarkeit, meine Erfolge und meine Erkenntnisse. Hier ist die Toilette, mit der ich eine interessante Erfahrung hatte während der Zeremonie. Mein Bett. Und ich zeige euch mal ein bisschen rum. Es ist alles sehr, viel Krimskram, viel Dekoration, eigentlich ganz süß. Man hat hier nicht viel Luxus, würde ich behaupten. Auch in der Toilette war viel Schimmel und Dreck. Aber genau, das war mir relativ egal, weil ich würde, glaube ich, auch im Wald schlafen für die Erfahrung. Und ja, genau, hier wieder in meinem Zimmer konnte ich direkt raus, auch zum See laufen. Da hatte ich auch eine sehr besondere Erfahrung, auch dazu nochmal später in meinem ausführlichen Erfahrungsbericht. Den Ort fand ich echt mega schön, also vor allem halt auch draußen in der Natur. Da kommen wir auch nochmal gleich dazu. Das war die Küche. Hier stand immer das Essen, das war auch richtig lecker. Genau, hier seht ihr den Raum, wo ich meine allererste Zeremonie hatte. Ich lag auf einer dieser Couches und genau, mehr dazu auch später. Hier geht's dann zur Terrasse, wo ich dann auch meistens gegessen habe. Einfach weil ich es draußen liebe, in der Natur. Und ja, hier seht ihr das Essen, es war richtig lecker. Es war vegetarisch oder vegan. Oh, hier hatte ich meinen extrem krassen Trip.
Das erfährt ihr im 4. Teil, wo ich ja meine zweite Erfahrung mit Ayahuasca gemacht habe. Neben meiner Liebe zur Musik und Partys liebe ich auch einfach mal die Stille zu genießen und einfach der Natur zuzuhören. Man konnte gar nicht ins Wasser reingucken, also was da unten so ist. Ich hatte echt Respekt, aber wollte dann doch ins Wasser und bin da auch fast jeden Tag geschwommen. Es war richtig, richtig schön, auch einfach den ganzen See für sich alleine zu haben. Hier konnte man übrigens auch campen, also zelten, was ich richtig cool fand. Also man hat hier auf jeden Fall so seinen eigenen Space gehabt. Die Natur einfach wunderschön. Da gab es 2 Toiletten und hier ist so ein Bereich, wo man dann ja, essen kann, chillen kann. Und hier oben ist eine Terrasse, wo man auch einen echt schönen Blick einfach auf den See hat. Und das ist die Aussicht von meinem Gebäude, wo ich selber untergekommen bin, wo die Küche ist und die erste Zeremonie stattgefunden hat. Am ersten Tag hatte ich sehr, sehr viel Freiraum und konnte dann ja viel Zeit für mich nutzen, weil die Zeremonie auch erst so gegen Abend stattgefunden hat. Der Ort hieß Itatiaia, war in Rio de Janeiro und ja, war sehr abgelegen, aber war mega, mega schön. Also ja, wie ihr seht, viel Natur, genauso wie ich es mag. So total runter. Auch so dieses Knurren der Katze, das beruhigt voll. So, meine Lieben, jetzt drehe ich das Video mit der Katze auf dem Arm. Zeige ich euch mal. Die chillt hier. Und ich drehe jetzt das Video. Ich flüster, weil ich dann denke, ich wecke sie sonst auf, aber sie ist ja wach. Also, ich bin gestern Abend hier angekommen. Also ich liebe es hier. Ich liebe generell die Natur. Und ja, ich bin richtig aufgeregt, weil heute ja, meine allererste Ayahuasca-Erfahrung sein wird. Ich werde insgesamt 2-mal Ayahuasca einnehmen und 1-mal Rapé. Ihr müsst wissen, dass ich keinen Alkohol trinke, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen und in dem Sinne bin ich clean von allem. Ja, und für viele ist Ayahuasca wahrscheinlich eine Droge. Für mich ist es eher ein Substanzmittel, was... come on, dein Hintern aus meiner Kamera.
ja, was das Bewusstsein erweitert. Und ich kenne Ayahuasca tatsächlich schon. Okay, jetzt kratzt sich die Katze auf den Tisch. Ich kenne Ayahuasca schon etwas länger. Habe einige Freunde, die einfach da schon Erfahrungen drin haben und ja, habe einfach mich damit sehr stark identifizieren können oder bin sehr stark in Resonanz gegangen mit dem, was sie erzählt hatten, mit ihren Erfahrungen, dass ich auf jeden Fall diesen Impuls in mir auch gespürt habe. Man tut mir leid, dass ich den Impuls ganz stark gespürt habe, dass ich das auf jeden Fall auch mal ausprobieren möchte. Wie viele Dinge, die meine Persönlichkeit erweitern, die meinen Erfahrungsschatz erweitern, bin ich sehr offen für neue Erfahrungen, Neues auszuprobieren und ja, möchte einfach ohne unvoreingenommen und ohne Erwartungen an die ganze Sache rangehen, wie in vielen anderen Dingen auch. Als ich diese eine Instagram-Story gemacht habe und gefragt habe, kennt ihr jemanden vor Ort, der so Ayahuasca-Retreats anbietet, und ich habe direkt so Nachrichten bekommen, voll besorgte Nachrichten, ja, überlegt ihr das ganz gut und habe davon nicht so viel Gutes gehört und das ist ja eine Droge, und habe halt einfach gemerkt, dass ja viele wieder einfach mit dieser Angst und Sorge auf mich zugegangen bin und ich einfach nicht mit dieser Energie. Ich wollte mich nicht in dem Moment damit befassen, einfach weil ich weiß, wenn ich halt in die Angst der anderen tappe sozusagen und mich darauf einlasse und dann genau diese Sorgen und Angst habe, dann gehe ich mit der falschen Intention ran und dann werde ich auf jeden Fall auch diese Erfahrung und Energie einfach anziehen, was ich halt nicht wollte, weil ich weiß, was für ein Mindshift dieses Naturheilmittel für mich haben kann. Und deswegen habe ich auch ganz viel gesagt, ja, keine Sorge, ich bin informiert. So. Aber jeder, der mich kennt, ich bin jemand, der sich ganz gerne und sehr oft einfach überraschen lässt. Und ich gehe ungern mit einer Erwartung an bestimmte Dinge ran. Oder wenn ich neue Orte entdecken will, meistens google ich das nicht mal oder schaue mir Bilder an, einfach weil ich mich überraschen lassen will. Und ich einfach weiß, sobald ich halt Erwartungen habe, die auch irgendwie unterbewusst selbst kreiert werden, indem man halt die ganze Zeit diese Dinge halt, wenn man halt zu sehr in mit diesem Themen sich beschäftigt, dann hat man automatisch eine Erwartung und das wollte ich einfach nicht haben. Oder generell möchte ich keine Erwartung haben. Deswegen will ich einfach jede Erfahrung selbst an mir testen sozusagen, wenn ich diesen Impuls habe, wenn es mich ruft in dem Sinne, dann fühle ich mich ready, das zu machen und so auch sozusagen das Calling, was ich hier in Brasilien hatte, die Erfahrung einfach hier vor Ort zu machen, weil ich einfach denke, dass hier die Leute mehr noch Erfahrung haben, einfach was Ayahuasca angeht, als zum Beispiel in Deutschland. Man kann es ja auch in Deutschland machen. Noch besser wäre es natürlich, ich glaube, Kolumbien, Ecuador, Peru, so in die Richtung, wo es auch herkommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, genau aus welchem Land, aber so im Umkreis. Dennoch habe ich dieses Calling gehabt zu diesem Ort, weil dieser Ort auch empfohlen wurde. Ich habe halt gegoogelt, okay, wer bietet Ayahuasca Retreats an, und dann kam ich halt auf diesen Ort, der auch einfach viele Bewertungen hatte, und mehr habe ich tatsächlich auch gar nicht geguckt. Ich habe einfach nur geguckt, okay, welche Orte werden empfohlen und welcher Ort hat viele gute Bewertungen, und darauf habe ich halt vertraut. Und jetzt bin ich hier. Ich bin sehr aufgeregt.
Ich habe heute schon meditiert. Ich war am See schwimmen, was wunderschön war. Viel mit der Katze, die hier auf dem Tisch pennt, meditiert. Die ist so goldig. Richtig sweet. Ja, und dann geht's in wenigen Stunden, ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr es ist, aber ich glaube, es ist 2 Uhr jetzt und um 5:30 Uhr geht's los. Ja, also wie gesagt, ich gehe ohne Erwartung ran. Natürlich habe ich Hoffnung darauf, dass es halt in dem Sinne nicht umsonst ist. Eigentlich ist nichts umsonst. Also jede Erfahrung bringt ein Geschenk mit sich, einfach indem man entweder diesen Moment oder diese Erfahrung, die man gesammelt hat, als wundervolle Erfahrung gespeichert hat, oder man hat halt daraus gelernt. Dementsprechend, ja, führt es auf jeden Fall gut. In welche Richtung es gehen wird, keine Ahnung. Ich bin relativ offen. Eine kleine Hoffnung habe ich schon natürlich. Ich bin schon mit der Intention hier rangegangen, um natürlich alte Kindheitstraumen einfach zu heilen, um bestimmte Muster noch besser zu verstehen und einfach meine Wunden zu heilen. Aber wie es genau ablaufen wird, keine Ahnung. Ich versuche, wie gesagt, ohne Erwartung ranzugehen und lasse mich einfach überraschen. Ja, bis jetzt fühle ich mich sehr wohl hier. Das Essen ist vegetarisch. Ich bin insgesamt 4 Tage hier. Und ja, das ist so ein Grundstück von einer Familie, die das halt auch seit 7 Jahren halt schon macht. Und ja, die sind mir voll sympathisch. Die sehen alle voll ähnlich aus, weil es halt eine Familie ist. Ne? Die Mama, der Sohn oder die 2 Söhne. Und dann ist hier noch die Tochter, der Mann von der Frau. Also es ist Full House hier. Ich habe auch nie viel von Alkohol, Drogen, Zigaretten gehalten. Ich muss sagen, ich war irgendwie schon immer dagegen. Das ist eigentlich voll krass, weil das Umfeld, was ich damals in der Schule hatte, die haben es einfach alle gemacht. Also ja, die Freunde also so um die 12, 13 rum, haben die das halt alle schon gemacht. Und die darauf kommenden Hauspartys war ich immer so einer der wenigen, die immer voll gerne gekommen ist, einfach weil ich liebe tanzen, ich liebe es zu feiern und unter Menschen zu sein. Aber ich war immer die Einzige, die halt nicht geraucht, nicht getrunken hat oder Drogen genommen hat. Und ja, ich war schon immer dagegen. Also ich finde es nicht schlimm, wenn andere das machen, also wenn sie im Reinen oder mit gutem Gewissen das machen können oder einfach, weil es ihnen Spaß macht, gar nichts dagegen. Das Einzige, was ich persönlich nicht so cool finde, ist halt, wenn Leute es machen, weil sie sich sonst nicht trauen, sie selber zu sein und sie denken, okay, nur mit Alkohol schaffe ich es, aus mir herauszukommen. Das finde ich etwas kritischer, weil ich denke, dass man ja an diese Ursache herangehen sollte und nicht an das Symptom sozusagen und nicht irgendwie in sich hineinzugehen und zu schauen, okay, woher kommt diese Angst oder diese Unsicherheit. Und ja, ich persönlich habe mich schon immer gefragt, okay, warum soll ich so viel Geld ausgeben für Dinge, die ekelhaft schmecken und riechen und gleichzeitig den Körper zerstören. Ich habe mir gedacht, ich kann auch so Spaß haben und es ist bis heute immer noch so. I don't need anything. Ich brauche keine Substanz, um die Erste auf der Tanzfläche zu sein oder einfach Spaß zu haben und durchzudrehen. Und ja, es ist bis heute immer noch so. Und wenn ich irgendwelche Drogen nehmen sollte, wenn Ayahuasca zur Droge dazu zählt für euch, dann ja, würde ich sozusagen nur solche Drogen
nehmen, die einfach, wo ich weiß, dass es einfach bewusstseinserweiternd ist, wo ich weiß, dass es einen Mehrwert für mich als Person hat. Und ja, aktuell, also ich kenne mich jetzt nicht so krass gut aus mit keine Ahnung, was es für Substanzen alles gibt. Ich persönlich bin oder befürworte immer noch Weed mehr als Alkohol, einfach weil das von der Natur kommt und weil ich weiß, es ist ja sehr, wenn ich jetzt mal so vergleiche, Alkohol und Weed beruhigt und ja, wird sogar verwendet, um einfach bei bestimmten Krankheiten ja, sozusagen doch das Nervensystem runterzufahren. Und Alkohol ist eigentlich so das Gegenteil. Die meisten, also okay, nicht alle, aber die meisten, die das einfach trinken und vor allem, wenn man zu viel trinkt, wird man halt aggressiv. Und deswegen scheiße ich eigentlich drauf, was ist legal, was nicht legal. Ich mache mir so mein eigenes Bild, objektiv sozusagen von der Sache und schaue, okay, was für Wirkung hat es auf mich, was für eine Wirkung hat es auf andere Menschen. Und so bilde ich mir meine Meinung. Ja, aber jetzt, also ich ich rauche auch kein Weed, aber trotzdem habe ich eine Meinung dazu. Genau, das Einzige, was ich nehmen würde, ist jetzt Ayahuasca, Rapé und Pilze wollte ich tatsächlich mal ausprobieren, aber auch wieder aus dem Grund, weil ich einfach einige Menschen im Umfeld habe, die Erfahrungen mit mir geteilt haben, womit ich einfach resonieren kann. Das heißt, dass sie sehr, sehr viel über sich selber lernen durften, sehr, sehr viel über ihre Kindheit erfahren und vieles sozusagen sich an viele Momente wieder erinnern können, was sie zum Beispiel jetzt in dem Bewusstsein, wo sie sich halt gar nicht mehr dran erinnern können. Und ja, so eine ähnliche Erfahrung erhoffe ich mir natürlich auch. Aber ich bin offen für jede Richtung, die sich jetzt für mich einschlagen wird. Und ja, haltet euch auf jeden Fall weiterhin auf den Laufenden. Okay Leute, ich habe gerade erfahren, die Zeremonie, die geht 6 Stunden. 6. Keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Es startet gleich. Ich wollte eigentlich sogar das aufnehmen, also irgendwo mein Handy hinstellen, das, keine Ahnung, so im Timelapse, also dass man das so schnell sieht, aber ich habe gerade gefragt und es ist ja nicht so sinnvoll anscheinend und deswegen ja, werde ich euch berichten nach der Tortur, weil es ist jetzt 6 Uhr und wenn es 6 Stunden geht, das wird spät auf jeden Fall. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, wie das ablaufen wird. Ja, ich bin gespannt. Wie sehe ich denn aus? Oh mein Gott. Ich bin gerade aufgewacht. Meine Augen sind leicht angeschwollen, wie ihr seht. Das passiert immer, wenn ich spät nachts sehr viel weine. Und ich habe gestern sehr, sehr viel geweint. Deswegen sehe ich jetzt so aus. Ja, ich fühle mich relativ gut. Hatte heute Morgen etwas Kopfschmerzen, aber wahrscheinlich, weil ich so viel geweint habe. Und vielleicht auch, weil ich so viel nachgedacht habe. Ich würde mich später nochmal melden, wenn meine Gedanken etwas klarer sind. So, ich gehe jetzt erstmal eine Runde schwimmen und dann denke ich, melde ich mich bei euch. Es ist ein richtig schöner Tag heute. Die Sonne scheint extrem. Schön warm und ruhig, hier ist niemand. Hey, mir war die ganze Zeit nicht nach Reden. Ja, ich wollte irgendwie ganz viel Zeit für mich verbringen.
konnte auch nicht irgendwie mit den anderen, also mit der Familie irgendwie sein. Wir wollten das ja alles heute besprechen. Ich habe gemerkt, dass ich Zeit für mich brauche, alleine, und das hat mir auch Kraft geschenkt, jetzt am See zu sein und einfach zu schwimmen und da zu liegen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss sagen, dass ich gedacht habe, dass ich echt weniger Erwartungen habe oder kaum oder gar keine. Und dass ich echt nicht so krass vom Ego gesteuert bin. Und gestern habe ich gemerkt, dass es halt, dass ich voll viele Erwartungen hatte und auch mein Ego richtig laut war. Ja, das fing zum Beispiel damit an, dass die Mama die das sozusagen ihren Kindern beigebracht hat und die das schon seit Jahren macht, dass sie, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, Geburtschart oder sowas. Also da gibt sie halt das Geburtsdatum, Geburtsort ein, und dann sieht man, ich kannte das vorher nicht, deswegen fällt es mir schwer, das zu beschreiben. Das war wie so ein Kreis, und da konnte man irgendwie die Sternzeichen oder Himmelsrichtungen alles erkennen, und daran kann man irgendwie, also so wie die Sterne in der Nacht liegen und wie sie heute halt liegen oder gestern, konnte man irgendwie ablesen, was meine Themen sind. Und da hat sie halt gemeint, meine Themen, wo ich heute Abend sehr heilen werde, oder die Punkte, die geheilt werden sollten, meinte sie, wäre einmal, dass ich nicht mehr so schüchtern sein soll, dass ich mich nicht mehr verstecken soll, nicht so in mich hineingekehrt und mehr unter Menschen kommen. Und als sie das gesagt hat, habe ich es hat mich voll getriggert, weil ich mir dachte, und da war ich richtig im Ego, ich dachte mir, was redet sie da? Das stimmt gar nicht. Ich war mal so, ich habe so zu mir gesagt, ich war mal so, aber ich bin nicht mehr so. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich rede viel, ich zeige mich, also so wie ich bin, und verstecke mich nicht, und bin mutig, also so, ne, ich dachte mir so, was redet sie da? Und ich habe ihr auch gesagt, so, nee, ich glaube nicht, dass es das ist, weil ich das schon geheilt habe, und dann meinte sie auch, ja, dass es natürlich mehrere Situationen im Leben gibt, die diese Punkte oder diese Blockaden heilen, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist noch nicht dieser Punkt angekommen, wo ich komplett geheilt bin, meinte sie. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, mal schauen. Meine Intention eigentlich, wieso ich das machen wollte, ist eigentlich meine Kindheitstraum zu heilen, auch die Beziehung zu meinen Eltern und vor allem zu meiner Mama, und einfach da mehr Klarheit für mich zu gewinnen. Und dann, als es sozusagen begonnen hat mit dem Ritual, also ich muss sagen, ich finde es minimal schade, dass ich halt die Sprache nicht spreche, also kein Portugiesisch und kein Spanisch. Also ich bereue es nicht, die Erfahrung gemacht zu haben. Also es war auf jeden Fall eine sehr bereichernde Erfahrung. Würde es aber, glaube ich, doch, wenn ich es anderen empfehlen würde, empfehlen, dass ihr halt die Sprache spricht und vor allem auf eure Intuition hört. Also weil es ist so wichtig, dass man ready dafür ist. Also
kann verstehen, warum Leute sagen, damit ist nicht zu spaßen und so. Aber es ist auch nicht ohne. Und man sollte auf jeden Fall, meiner Meinung nach, mental stabil sein. Und man sollte auf jeden Fall dieses innere Calling von sich selbst aus spüren. Also, dass du es wirklich, dass du spürst, dass du das willst und nicht irgendjemand anderes. Und wenn du es willst, dann mach es, egal was andere sagen. Und übertrag nicht die Ängste anderer auf dich. Aber genau, hör immer auf dich selber. Genau, also das fing dann mit einem Ritual an. Also es war die ganze Familie plus noch 2 Schamanen, würde ich sagen, wo wir dann Händchen gehalten haben, einmal so im Kreis standen. Und das kann ich leider nicht übersetzen, weil ich nicht weiß, was sie gesagt haben, weil die haben dann Portugiesisch geredet. Aber es war sowas wie ein Gebet. Und ja, dann ging es schon los, dann sind die alle gegangen und nur noch die 2 Schamanen sind geblieben. Und da war auch schon so das erste, wo ich so ein bisschen, so schade, so, weil ich dachte, ich werde begleitet von Englischsprachigen, also von denen, wo ich es halt gebucht habe, aber es waren 2 Schamanen, die halt nur Portugiesisch gesprochen haben und ich habe halt nichts verstanden. Und ich konnte halt meine Fragen auch denen nicht stellen und so. Also es war halt so, dass es begonnen hat. Ich habe so ein kleines Glas mit dem Ayahuasca-Trank bekommen. Und also es hat fast nach nichts geschmeckt, also beim ersten Mal. Und ich habe dann so, also ich weiß nicht, ich war voll gespannt. Ich so, okay, was passiert jetzt? Ich habe mich nicht wirklich viel damit befasst vorher, wie das abläuft, wie lange die Wirkung dauert. Und ich sitze da so ein paar Minuten. Ich denke mir, okay, nichts passiert. Vielleicht wirkt es bei mir nicht, vielleicht brauche ich mehr. Und dann habe ich dann so zu denen gesagt, ja, ich brauche mehr und so. Ich glaube, es wirkt bei mir nicht. Und die haben halt auch nicht richtig verstanden, was ich gesagt habe. Und die so, ja. Also es hat so ein bisschen gedauert, bis sie es halt verstanden haben. Und ich habe halt gesagt, wirkt nicht, ne? Und irgendwie haben sie es dann doch verstanden. Und dann haben die halt gesagt, ja, okay, du musst 40 Minuten warten, bis ich halt die 2. Dosis bekommen kann. Also wenn nach 40 Minuten sich nichts verändert, dann darf ich halt noch eine Dosis nehmen. Ja, und dann saß ich da. Es lief für mich am Anfang, ich habe es direkt bewertet, krass. Also im Nachhinein merke ich so, wie oft ich bewertet habe. Aber ich dachte mir so, okay, voll komische Musik und voll laut. Und dann bin ich halt rausgegangen und habe halt einen Zettel und einen Stift dabei gehabt und habe halt so meine Gedanken aufgeschrieben. Und da habe ich erst gemerkt, krass, ich hatte richtig viele Erwartungen. Und zwar einmal die Erwartung, dass ich halt mehr Begleitung halt bekomme. Also, wie soll ich sagen, ich hatte erwartet, dass ich für das Geld, was ich bezahle, einfach mehr Leistung bekomme. Und ja, also es waren noch mehrere Dinge. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was es alles genau war, wo ich gemerkt habe, krass, ich hatte richtig viele Erwartungen. Und ja, ich habe dann weiterhin meine Gedanken aufgeschrieben. Und nach 40 Minuten habe ich halt keine Veränderung gespürt. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss noch eine Dosis trinken. Und dann habe ich halt nochmal so ein Glas bekommen. Ich muss sagen, beim 2. Mal hat es ekliger geschmeckt, also intensiver. Und innerhalb dieser 40 Minuten, das Einzige, was ich halt an Veränderung gespürt habe, ist, dass ich die Energie, was ich schon mal gespürt hatte, also ich habe diesen Energieverlauf hinten in meinem Hinterkopf gespürt und hier oben in meinem Kopf. Also jede einzelne Nervenbahn, was ich schon mal gespürt habe,
bei den Access Bars. Ich habe ja erst leider seit 4 Monaten YouTube, sonst hätte ich das, glaube ich, auch als Video geteilt, weil es war auch echt eine krasse Erfahrung. Da hatte ich halt eine Access Bars Session, was auch Energiearbeit ist, und da habe ich das schon mal gespürt, und das war für mich so, oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich sowas spüre. Es war wie so ein Orgasmus im Gehirn, im Kopf, und ich einfach jeden einzelnen Energiestrang gespürt habe. Und das hatte ich halt auch an dem Abend gespürt gestern. Und ich habe diese Musik auch als Energie gespürt. Also ich habe das irgendwie so wahrgenommen und habe auch nach einer Zeit gemerkt, also ich habe nach diesem Trank habe ich Obst bekommen und habe das halt gegessen, und ich liebe Obst. Und ich muss sagen, dass es von Mal zu Mal immer intensiver geschmeckt hat. Und ich hatte so Trauben bekommen, und die Trauben haben ja Kerne, und immer wenn ich es zerbissen habe, also ich habe gemerkt, dass ich viel sensibler geworden bin, also dass ich das so krass spüre, und das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Davor habe ich es einfach so gebissen, und zwar wie nichts, und diesmal habe ich so drauf gebissen, und es war irgendwie, meine Zähne waren voll so sensibel. Und ja, das war so meine erste Erfahrung, und dann habe ich ja diesen zweiten Trunk getrunken, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich habe keine Lust mehr draußen zu sitzen, ich will jetzt rein, und habe mich halt hingelegt. Und kurz davor war es halt so, dass, also ich war halt saß die ganze Zeit alleine, und die beiden Schamanen, die haben zwischendurch, also während meiner Zeremonie, hatten die Rapé gemacht. Also Rapé, ich kann es nicht mehr erklären, weil ich mich ehrlich gesagt damit gar nicht beschäftigt habe. Ich wollte einfach trotzdem die Erfahrung machen, weil ja ich auch weiß, dass es halt eine sehr bewusstseinserweiternde Erfahrung sein kann. Oder beziehungsweise weil ich bestimmte Leitbilder habe, die auch das weiterempfehlen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und die haben das auf jeden Fall gemacht. Und dann bin ich halt reingegangen, und auf einmal habe ich richtig gemerkt, wie ich traurig werde. Ich habe mich hingelegt, und dann sind meine Tränen einfach geflossen, und ich dachte mir in dem Moment so, boah, ich hab gedacht, dass ich viel mehr Aufmerksamkeit bekomme, und jetzt sind die so voll unter sich, und ich bin so alleine. Und ich glaube, ab dem Moment, wo ich diese Traurigkeit zugelassen habe und nicht mehr so im Kopf war, dann ging es richtig ab. Dann hat es richtig gewirkt, weil ich dann plötzlich, Alter, ich kann das nicht beschreiben, ich habe so eine krasse Melancholie auf einmal gespürt, und ich habe richtig angefangen zu weinen, also richtig, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geweint habe, also richtig, ich habe richtig mein Gesicht verzerrt und habe Töne aus mir gegeben. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Ton geweint. Ich weine immer so im Stillen. Es ist auch richtig oft so, wenn ich traurig bin und jemand ist in der Nähe bei mir, dass ich mich halt wegdrehe, und dann laufen meine Tränen, weil ich so traurig bin, und dann wische ich das schnell weg und tue dann halt so, als wäre nichts gewesen. So. Und das ist richtig oft so, auch als ich noch in einer Beziehung war, habe ich mich immer weggedreht, und wenn jemand halt nicht aufmerksam ist, dann haben die Personen das auch nie gemerkt. Es gibt selten Menschen, die das merken. Meistens merken das dann sehr empathische Menschen, die meine Energie spüren. Aber auf jeden Fall habe ich nie so richtig so geschlurcht. Aber ja, dann, ich weiß nicht, ich habe so eine krasse Melancholie und das war richtig ungewohnt. Also ich habe richtig, 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 richtig krass geweint, und auf einmal
habe ich diese Emotion auch richtig stark gespürt. Einfach, dass ich so krass diese Liebe in anderen Menschen gesucht habe und diese Aufmerksamkeit, wiederum diese Aufmerksamkeit mir diese Liebe gegeben hat. Also, und ich habe, wenn ich zurückdenke, jedes Mal, wenn jemand extrem aufmerksam und fürsorglich zu mir war, habe ich direkt eine Connection zu dieser Person gespürt und direkt so Liebe. Weil ich einfach weiß, dass nicht so viele Menschen aufmerksam sind und umso mehr habe ich das so wertgeschätzt. Auch wenn jemand mir zugehört hat, so aufmerksam zugehört, ohne das direkt auf sich selber zu projizieren und drauf zu antworten, sondern einfach mal mir zuhören. Was ich ja auch nie als Kind bekommen habe von meinen Eltern. Ich glaube, umso mehr habe ich das halt in anderen gesucht. Und als ich das halt gestern erkannt habe, dass ich ja all diese Menschen oder meinen Fokus immer auf diese Menschen gerichtet habe, die mir diese Aufmerksamkeit, diese Liebe geben, ist mir irgendwie klar geworden, dass ich das halt immer vor allem in den Männern, die ich gedatet habe, gesucht habe, weil ich das halt einfach nicht als Kind von meinen Eltern bekommen habe. Und als ich das so realisiert habe, wurde ich noch mehr traurig und ich habe noch mehr geweint. Oh mein Gott, ich habe so viel geweint und es hat sich so viel Schleim gebildet und das ist richtig weird. Ich habe so viel Schleim gebildet. Als ich angefangen habe, das so rauszurotzen, hat das richtig komisches Geräusch gemacht. Also ich habe das richtig intensiv und laut gehört und gespürt und auf einmal, ich kann das gar nicht beschreiben, diese ganze negative Energie und kam als Schleim irgendwie raus und ich musste das rausspucken. Und in dem Moment habe ich mich auch zurückerinnert an einen Moment, wo ich schon mal so eine Erfahrung gemacht habe. Also kurz bevor ich Deutschland verlassen habe, habe ich ein Chakra-Heilungsretreat am See gemacht. Das war auch heimlich, weil es ist ja nicht erlaubt. Man durfte sich ja nicht in Gruppen treffen, noch zu den Zeiten, also immer noch nicht. Aber genau, das war auf jeden Fall, hatte ich mich schon angemeldet, als es noch erlaubt war und dann ist es ja nicht mehr erlaubt und dann hatte das abgesagt, aber wir durften selber entscheiden, ob wir hingehen wollten und ich wollte halt trotzdem hin und wir waren insgesamt, glaube ich, 10 Leute oder so und da haben wir halt bestimmte Klangübungen gemacht, Bewegungsübungen und haben halt alle Chakren sind alle Chakren durchgegangen, um die Energie halt wieder fließen zu lassen und Blockaden zu lösen. Und das war halt in einer Gruppe und da hatten wir bestimmte Übungen gemacht, wo alle anderen um mich herum genau das gemacht haben, was ich gestern gemacht habe. Das heißt, dieses schleimige Rausspucken, dieses Husten und eklig sein einfach. Das ist wieder meine Bewertung. Das ist so krass. Ich konnte mich gar nicht drauf einlassen, obwohl ich mich dafür entschieden habe, ich will dahin, ich will meine Blockaden heilen und ich weiß nicht, irgendwas in mir hat mich gestoppt. Ich bin direkt in die Bewertung, in mein Ego gegangen und dachte mir, boah, das ist so komisch, warum husten die alle und schleimen rum, das ist so eklig. Und ich habe es versucht, aber ich habe es nicht gespürt. Ich habe nicht gespürt, dass ich da irgendwas rausspucken muss. Und das war gestern ganz anders, weil ich habe das richtig gespürt, dass diese negative Energie, dass dieses Schleim raus aus mir will und ich habe richtig gespuckt, gehustet, das Schleim rausgelassen und es hat sich richtig erleichternd angefühlt. Das war wie so Bad Energy, was ich releasen konnte. Ich weiß nicht, was da in mir ist noch, was
sehr gegen ankämpft, weil ich will ja eine Veränderung. Ich will, wie soll ich sagen, ich will ja meine Vergangenheit heilen, ich will meine Trauben heilen. Und fortstreiten sozusagen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich schon so viel versucht und ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich will das machen. Und trotzdem hat irgendwas in mich aufgehalten. Zum Beispiel hatte ich auch mal eine Hypnose-Therapie gehabt. Das heißt, ich hatte ein paar Hypnosen gehabt, wo es auch um die innere Kindheilung geht. Und ich kenne so viele Leute, die mit einem Schnips sich hypnotisieren lassen können. Und ich war auch schon bei öffentlichen Veranstaltungen, wo Menschen in Massen hypnotisiert werden und die Mehrheit wurde hypnotisiert, vor allem die sich dafür entschieden haben. Natürlich, wenn man das nicht will, dann geht es nicht. Also dann kann niemand sozusagen in dich hinein sozusagen. Aber ich habe mich dafür entschieden, ich will das. Ich dachte zumindest, ich will das. Aber es hat nie funktioniert. Auch dieses 1:1 Hypnose, sie hat es nicht geschafft, mich zu hypnotisieren. Und sie hat gemeint, dass es normalerweise nur bei Burnout-Personen, die Burnout haben, dass es so ein schwerer Fall ist. Aber ich konnte nicht, ich weiß nicht, irgendwas. Ich wollte es wirklich. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe nur gemerkt, dass mein Kopf so schwer wird. Vielleicht habe ich zu viel nachgedacht. I don't know. Auf jeden Fall zurück zu gestern. Nachdem ich halt so viel geweint habe und das alles rausgerotzt habe und gespuckt habe, habe ich mich hingelegt. Und dann fing es an. Dann fing es an, dass ich mein erstes Mal in meinem Leben... Ich weiß nicht, ob man es Halluzination nennen kann. Ich glaube schon. Weil das, was ich gesehen habe, war nicht mehr die Realität. Also, wie soll ich sagen? Die ganzen Gegenstände, die Wände, die haben sich irgendwie bewegt. Die waren nicht mehr gerade, sondern irgendwie so krumm. Und alles hat irgendwie so ein bisschen so wie ein Regenbogen geglitzert. Und ich weiß nicht, das sah irgendwie so aus, als wäre ich in so einem Gameboy-Spiel drin. Das war so richtig, war nicht mehr 3D, es war richtig, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und ich war richtig klar in meinem Kopf. Also ich dachte, krass so. Ich konnte auch jederzeit wieder zurücktappen. Und also zurücktappen meine ich wieder in die Realität, so, weil zum Beispiel gab es so Momente, wo ich dann das Gefühl hatte, oh, die Musik ist zu laut, und dann bin ich halt zu ihm hingegangen und habe gemeint, kann die Musik leiser machen oder wieder lauter. Und genau, auf jeden Fall, als ich dann da lag und das dann so gesehen habe, weiß ich nicht, ich fand es irgendwie voll witzig, irgendwie voll cool. Diese Trauer ging dann weg und ich musste halt ganz dringend auf Toilette und das war krass. Ich bin aufgestanden, weil ich auf Toilette gehen musste. Und da stehe ich da und es kommt mir vor wie so ein Gameboy-Spiel. So, alles hat sich bewegt, die Tische waren nicht mehr gerade, sondern irgendwie so hat sich verformt und alles irgendwie, ich weiß nicht, in dem Moment war ich irgendwie so unreal. Aber es war ja auch unreal. Und dann bin ich so gelaufen, muss halt auf Klo, ne? Und dann saß ich auf Toilette und konnte mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, ich konnte mich schon dran erinnern, aber es war alles so schnell. So, ich mach so die Tür auf, als wäre ich in so einem Gameboy-Spiel drin, und dann sitze ich auf der Toilette. Und ja, als ich dann da saß, war es immer noch alles so verschoben.
unreal. Das war richtig komisch, weil ich war dann halt auf Klo und dann musste ich halt pupsen. Ich musste halt pupsen und ich fand das in dem Moment so witzig, dass ich so krass über meinen eigenen Pups gelacht habe. Und also richtig auch wieder mit Ton. Also, dass man gehört hat, dass ich gelacht habe und ist alles so ungewohnt, weil ich normalerweise, I don't know, ich lache nie, wenn ich alleine bin und pupse. Also muss man nicht lachen. Aber es war halt in dem Moment halt voll witzig. Und dann, als ich fertig war, bin ich halt aufgestanden und hab mich im Spiegel angeguckt. Und im ersten Moment dachte ich mir so, ach du Scheiße, was ist das denn so? Meine Augen, die waren hier unten richtig dick, also richtig angeschwollen. Und dann ich gucke mich so näher im Spiegel an und auf einmal muss ich richtig lachen. Ey, das war so witzig. Ich dachte mir, was geht jetzt ab? Ich dachte mir, wie siehst du denn aus? Ich fand das so witzig, wie ich aussah und oh mein Gott. Wenn ich das jetzt so erzähle, denkt ihr mir, okay, die hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Aber ich erzähle euch jetzt nur so meine Erfahrung damit. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich dachte eher, okay, jetzt merke ich wieder, ich hatte eine Erwartung. Ich dachte, ich würde irgendwas in meiner Kindheit sehen, was mir Heilung bringen wird. In dem Sinne, dass ich mich an irgendwas erinnere. Und, I don't know. Ist auf jeden Fall nicht so gekommen. Auf jeden Fall, als ich fertig gelacht habe, bin ich wieder zurückgegangen und habe mich wieder hingelegt. Und dann würde ich sagen, hat die Wirkung wieder nachgelassen, weil es nicht mehr alles so bunt war und weil die Gegenstände und das Gebäude halt wieder gerade geworden ist. Und dann kam wieder so eine krasse Trauer in mir hoch. Und ich musste krass wieder extrem viel weinen. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo der eine Schamane ich lag da und dann hat mich der Schaman halt angeschaut und hat mir so über meinen Kopf gestreichelt. Und in dem Moment war ich voll dankbar und habe ihn halt angelächelt. Und dann, als er gegangen ist, musste ich wieder so krass weinen. Und das war so krass, weil ich dann in diesem Moment mich so traurig gefühlt habe, weil ich mir dachte, krass, ich habe das Gefühl, ich suche die ganze Zeit irgendwie diese Liebe in anderen oder fühle mich dann geliebt, wenn ich halt diese Aufmerksamkeit von anderen bekomme. Aber die Liebe, die ich in den anderen suche, die ist die Liebe, die ich in mir suche und brauche, also meine eigene Liebe. Ich habe das nie so gesehen, weil ich immer dachte oder das Gefühl habe, dass ich mich selber liebe. Vielleicht ist es vielleicht denkt mein Ego das, dass ich mich selbst liebe. I don't know. Ich denke es eigentlich immer noch, weil ich liebe mein Leben, ich liebe das, was ich mache, ich liebe, dass ich mutig bin, ich liebe, dass ich meinem Herzen folge, meiner Intuition folge. Aber dennoch irgendwas in mir sucht diese Liebe und Aufmerksamkeit trotzdem noch in anderen. Und auf jeden Fall war ich dann wieder sehr melancholisch und ich date aktuell einen Brasilianer und ich hab ihn dann gesehen, gefühlt, seine Trauer gefühlt, dass er so ist, wie er ist, weil er seinen Vater vermisst und einfach die Liebe von seinem Vater vielleicht nicht bekommen konnte. Ich weiß nicht, was mit seinem Vater ist, weil wir haben nie über seinen Vater geredet, aber komischerweise musste ich daran denken oder hatte ich das Gefühl, dass er sich nach der Liebe von seinem Vater sehnt.
Ich habe bis jetzt nur seine Mama kennengelernt. Seinen Papa habe ich noch nie gesehen. I don't know, wie ich drauf komme, aber genau, das war auf jeden Fall gestern so. Dann habe ich eine krasse Verbundenheit und Liebe zu ihm gefühlt und war auch wieder so traurig. Musste wieder so viel weinen. Und das, was ich danach irgendwie empfunden habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich an ihn denken muss. Aber ich musste an Josh von Sales Staatenlos denken. Ich habe ja immer noch nicht das Video gedreht. Ich weiß, ganz, ganz viele haben mir schon geschrieben, wann berichtest du endlich davon, warum du das Boot früher verlassen hast? Ich werde es auf jeden Fall noch drehen. Ich habe mich noch nicht bereit dafür gefühlt, weil ich habe eine starke Abneigung zu ihm empfunden. Und egal, welche Videos ich jemals drehen werde oder öffentlich machen werde, ich möchte nie mit meinen Videos irgendwie jemanden schaden oder ein schlechtes Licht auf jemanden bringen. Und ich wusste, wenn ich jetzt das Video drehe, weil ich noch nicht bereit bin, weil ich immer noch diese emotionale Ladung auf ihn habe und auf die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, dass wenn ich jetzt das Video drehe, wusste ich, dass das, was ich sage und was ich fühle und was auch komplett richtig ist, wie ich es fühle, weil das halt die Wahrheit ist, zumindest darauf bezogen, was ich gesagt hätte, was für Erfahrungen ich gemacht hätte. Aber durch meine Sicht auf ihn und auf die Situation wüsste ich, dass viele damit resonieren und viele auch ein schlechtes Bild von ihm bekommen könnten. Und das wollte ich halt nicht, deswegen wollte ich das Video noch nicht drehen. Ich denke, ich bin bereit, nach dem Retreat darüber zu reden. Also ist jetzt nichts Krasses passiert oder so, aber ja, trotzdem etwas, wofür ich mir Zeit nehmen wollte. Genau, auf jeden Fall musste ich an ihn denken und habe auf einmal so krass Mitgefühl und Verständnis für ihn empfunden. Ich habe verstanden, dass dieses Ganze, seine Aggression und sich immer über andere aufregen und lästern und all das, weshalb ich so eine krasse Abneigung auf ihm empfunden habe. Und Wut auch, wie man so sein kann. Das hat sich irgendwie gewandelt, weil ich habe ihn irgendwie als kleines Kind dann gesehen und gefühlt, dass er auch nur ein Kind ist, was geliebt werden möchte. Und ich weiß nicht, dann habe ich irgendwie voll Mitgefühl und Nächstenliebe für ihn empfunden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er sozusagen in meinen Gedanken oder meinen Gefühlen aufkommen wird. Ich dachte, ja, ich denke jetzt an meinen Papa oder meine Mama. Aber ja gut, manchmal kann man entscheidet man viel rational, aber im Endeffekt ist ja das Herz das, was mir zeigt, was gerade aktuelles Thema ist. Und wahrscheinlich aktuell hatte ich es noch nicht verarbeitet mit ihm oder zumindest diese Erfahrung, oder wahrscheinlich, weil ich halt noch so viel Wut in mir gefühlt hatte oder so Abneigung, es ist halt aufgekommen mit ihm. So, das war die zweite, oder keine Ahnung, wie viele Erfahrungen ich jetzt schon geteilt habe. Auf jeden Fall nach der Situation, nachdem ich das so gefühlt habe, Mitgefühl mit ihm und ihn gesehen habe, glaube ich, hat die Wirkung nachgelassen, weil ich dann einfach nur noch da lag und nichts mehr gedacht habe oder gefühlt. Irgendwie dachte ich, es wäre so, ich dachte die ganze Zeit, es ist so anstrengend. Und ich habe mich auch zurück daran erinnert, dass der Sohn und die Mutter, dem dieses Zentrum gehört, mir auch gesagt haben, dass wenn das Ego sehr stark dagegen kämpft, gegen diese Heilung,
dann kann es halt vorkommen, dass es halt extrem anstrengend wird. Und es kann sein, dass ich mich halt übergebe oder Durchfall bekomme, wenn das sozusagen raus aus mir möchte. Und ja, ich habe aber gemerkt, dass irgendwas in mir dagegen ankämpft. Und wenn ich rede, wird es gerade ein bisschen anstrengend, deswegen nicht wundern, dass ich so exhausted gucke oder manchmal mich so halte. Es ist irgendwie so anstrengend, so viel nachzudenken gerade. Auf jeden Fall. Ich musste übrigens nicht mich übergeben und hatte auch keinen Durchfall. Ich glaube echt, dass mein Ego echt krass dagegen angekämpft hat, weil ich musste, also die ganze Zeit über musste ich spucken und hatte das Gefühl, da ist so viel Schleim, was aus mir raus möchte. Und also ich fand das, I don't know. Ich habe es wirklich versucht rauszubekommen. Und ich habe auch viel rausgespuckt. Aber gemerkt, so in meinem Kopfbereich, also mein Gehirn ist, wo ich viel nachdenke, ist es richtig verklebt und will nicht raus. Und es hat sich so schwer angefühlt. Und ich habe es irgendwie nicht rausbekommen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass die mir gesagt haben, dass halt dieses sich übergeben und so, dass es halt wie so ein Release sein kann, dass man halt diese negative Energie halt rauslässt, Dämonen etc. Aber ich konnte das irgendwie nicht. Es gab einen Moment, wo ich mich, glaube ich, fast übergeben hätte. Da stand ich halt, habe mich so über die Toilette gebeugt und ich habe gespürt, wie es schon hier so hochkommt und dieser Geschmack schon in meinem Mund ist und ich fand es irgendwie sau eklig, dass ich es, glaube ich, aufgehalten habe, weil ich konnte es irgendwie nicht rauslassen, I don't know. Ich habe dann wieder nur Spucke rausgespuckt, aber keine, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Kotze? Ja, genau. Ich muss sagen, ich habe einen Moment vergessen zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob es vor der Melancholie war oder danach mit Josh und meinem Date, dass ich halt an die denken musste und so traurig war und Liebe für die empfunden habe. Weiß nicht, ob es davor oder danach war, aber auf jeden Fall, ich glaube danach, weil dann ich war relativ normal und saß dann da und ja, genau, und dann wollte ich meine 3. Dosis haben. Richtig verrückt. Ich dachte, ich werde nur eine Dosis trinken, weil es ja schon genug sein wird, aber ich habe gemerkt, so irgendwas nach mir will noch eine Dosis um. Ich dachte, ich würde mehr Antworten bekommen. Und dann habe ich halt noch ein Glas getrunken. Es hat sich nicht viel verändert. Auf jeden Fall saß ich dort, habe meine Grapefruits gegessen und ich weiß nicht, ich habe so krasses Gefühl gehabt, ich will singen und tanzen und ich habe mich nicht getraut. Und es war richtig krass, weil ich habe mich auch zurück daran erinnert, wie die Mutter noch gesagt hat, dass ich mir so, wie soll ich sagen, dass ich mich nicht mehr schämen brauche und dass ich mich zeigen soll und mich nicht mehr verstecken soll. Und ich fand das irgendwie so krass, weil eigentlich ich habe das also in letzter Zeit auch so selten gehabt, dass ich mich etwas nicht traue, so wenn ich etwas will, dann mache ich das so und I don't know, in dem Moment fand ich es dann irgendwie komisch, dass ich so ein krasses Schamgefühl in mir gespürt habe, einfach zu singen oder einfach zu tanzen und habe krass wieder diese Bewertung gehabt, das ist doch richtig komisch jetzt, die Musik ist laut und die 2 tanzen war die ganze Zeit im Kreis. Aber ich fand das irgendwie komisch, dass wenn ich gesungen hätte oder getanzt hätte, fände ich es dann komisch. Auch wieder Ego-Bewertung. Auf jeden Fall, ich hatte so diesen Drang gehabt und I don't know, irgendwann bin ich dann einfach aufgestanden und bin dann mit dem im Kreis getanzt. Aber es war irgendwie voll cool. Ich habe mich gefreut. Es war auch wieder so surreal. Ich habe diese Musik richtig gespürt und
ja, irgendwann habe ich mich dann wieder hingesetzt und da habe ich gemerkt, dass es mir zu viel wird mit denen, dass ich für mich alleine sein will, bin ich nochmal aufs Klo gegangen, habe mich nochmal im Spiegel angeschaut und boah, ich sah richtig tot aus. Ich war komplett bleich, meine Augen komplett angeschwollen und ich hatte so Tränensäcke oben und unten. Ich habe das Gefühl, ich musste die ganze Zeit hier so drücken und ich habe das richtig intensiv gespürt. Also das ganze Wasser, ich habe gespürt, wenn ich hier so mache, dass das ganze Wasser rauskommt. Das hatte ich auch noch nie gehabt. Ja, nachdem ich das ganze Wasser aus meinen Augen rausgedrückt habe, bin ich ja wieder zurück ins Zimmer und dann habe ich die Katze auf meinem Bett gesehen und ich hatte gar keine Lust mehr, zurück ins Zimmer zu gehen mit den anderen beiden Schamanen. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen gehabt und wollte für mich alleine sein. Habe ich mich in mein Bett gelegt. Das Licht war auch noch an. Und die Katze, also ich lag dann so und die Katze hat sich so auf mich drauf gelegt, auf meinen Bauch. Und ich habe sie so gestreichelt und krass, sie hat mir so viel Liebe gegeben. Und dann einen Moment war mir ein bisschen schlecht und dann habe ich mich halt so hingelegt. Und dann hat sie richtig viel miaut. Und dann habe ich sie halt angeschaut und sie halt gestreichelt. Und dann ist sie halt zu mir gekommen. Oh. Also in dem Moment habe ich so eine Dankbarkeit für sie empfunden. Oder für ihn. Ich glaube, es ist ein Er. Sieht aber aus wie eine Sie. Aber eine Sie hat Eier. Also er. Ich habe noch nie eine Katze gesehen mit Eiern, aber diese Katze hat Eier. Ich glaube, die meisten Katzen sind kastriert. Ich glaube, es muss männlich sein. Auf jeden Fall. Er hat halt so mit seinem Kopf mir so Liebe gegeben und ich habe so viel Dankbarkeit für die Katze empfunden und auch so am Kopf gestreichelt und das war richtig krass. Also ich war so dankbar, ich musste wieder weinen und dann hat die Katze mich, das war richtig crazy. Ich hatte noch nie so einen, das klingt richtig verrückt, aber die Katze, die lag hier, also wir waren richtig nah. Ich habe ihr Kopf gestreichelt und sie hat mich so intensiv angeschaut, als würde die Katze mich kennen. Ich hatte noch nie so einen intensiven Blickkontakt gehabt mit dieser Katze und diese Katze hat mich richtig traurig und liebevoll angeguckt. Und ich musste so weinen und ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil dieser Moment war crazy. So als würde die Katze mich kennen und ja, auf jeden Fall war ich total müde und habe dann das Licht ausgemacht und mich halt hingelegt und dann ist die Katze, lag sie halt neben meinem Arm. Ich habe sie halt so, wie soll ich sagen, so. Sie lag halt hier so. Sie lag den ganzen Abend neben mir und hat mir Liebe gegeben. Und hat mich so, ich habe mich richtig beschützt gefühlt. Das war krass, ja, und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Also irgendwann mitten in der Nacht oder morgens war das, dann musste sie, glaube ich, aufs Klo und dann habe ich sie rausgelassen. Und dann bin ich halt nochmal eingeschlafen und da war auch die ganze Wirkung schon, wie soll ich sagen, weg. Also habe ich mich wieder normal gefühlt, hatte Kopfschmerzen, aber wahrscheinlich, weil ich so viel geweint habe. Und das war's. Ja, ich bin um 7:30 Uhr, 8 Uhr aufgestanden.
mich aber nochmal hingelegt. Und mir war gar nicht nach Reden. Ich wollte die ganze Zeit alleine sein. Das kenne ich so gar nicht von mir, weil ich eigentlich immer mit anderen Menschen sein will, weil ich normalerweise sehr viel Energie einfach tanke, wenn ich mit anderen bin und die umarmen kann und die Liebe spüre. Aber gestern Abend und heute Morgen und auch jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich alleine mehr Energie tanke und dass ich keine Lust habe zu reden. Es hat jetzt auch länger gedauert, bis ich das Video aufgenommen habe, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Und ich weiß nicht, bestimmt habt ihr es manchmal gemerkt, dass das ein bisschen anstrengend für mich war, jetzt zu reden. So viel. Ich rede auch schon, ach du Scheiße, seit 47 Minuten. Also wer dieses Video sich bis zum Ende anschaut, Chapeau, mein lieber Scholli. Also wer dieses Video komplett sich angeschaut hat, schreibt mir unbedingt in die Kommentare komplett angeschaut. Herz. Ja. Oh mein Gott, ich habe so viel geredet. Ich glaube, es reicht jetzt erstmal. Das war eigentlich die ganze Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich werde heute meine erste Rapé-Erfahrung machen. Und ich werde euch natürlich nochmal so ein kurzes Erklärvideo drehen. Vielleicht hänge ich euch das am Anfang hin, was ist Ayahuasca, was ist Rapé. Und genau, morgen habe ich dann nochmal eine Ayahuasca-Zeremonie. Ich bin gespannt, wie es da sein wird. Und ja, bis dahin werde ich die Zeit für mich nutzen. Viel meditieren, was ich schon gemacht habe. Aber noch mehr Zeit für mich investieren. Und noch ein bisschen mehr Klarheit für mich gewinnen. So, jetzt aber genug. Und bis später oder gleich. Hey Leute, also gestern hat es ja ungefähr um 18:30 Uhr begonnen. Und wie ich gefühlt habe, wisst ihr ja jetzt. Jetzt ist es 14 Uhr und krass, wie ich unterbewusst allen Menschen hier aus dem Weg gehe. Richtig strange. Weil als ich hier angekommen bin, ich wollte mit jedem reden, jeden kennenlernen. Ich habe gedacht, vielleicht, also immer wenn ich jemanden kennenlerne, habe ich das Gefühl, ich kann halt etwas von dieser Person lernen oder einfach einen schönen Moment haben. Und ja, irgendwie jeden, den ich getroffen habe, ich habe kurz mit denen gesprochen und dann hatte ich diesen Impuls gehabt zu gehen und dann bin ich einfach gegangen. Richtig strange. Anscheinend möchte meine Seele gerade alleine sein. Spannend. Das war meine allererste Erfahrung mit Ayahuasca. Ich habe Ayahuasca jetzt das 2. Mal genommen bereits und wie meine Erfahrung da abgelaufen ist, findet ihr im 4. Teil sehr interessant, weil es einfach 180 Grad eine andere Erfahrung mit anderen Emotionen, anderen Gedanken, andere Atmosphäre, Umgebung war. Auch sehr, sehr interessant. Und im nächsten Teil geht es einmal um Rapé, meine allererste Erfahrung mit Rapé, wie ich darüber denke, wie ich gefühlt habe und ja, was meine Erfahrungen einfach sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, kommentiert gerne, was ihr darüber denkt, was eure Erfahrungen sind.